In der Nähe der Grenze von 1871 und 1918 zwischen dem verfeindeten Deutschen Reich und Frankreich lag der Hügel Freuxmont, wo die gleichnamige Stellung Freuxmont errichtet wurde. Das deutsche Militär schätzte die Stellung mit ihrem besonders weiten Ausblick und konnte dadurch alle Aktivitäten auf der französischen Seite gut beobachten. Die Franzosen hatten hier keine Chance, die Grenze unbemerkt zu übertreten. Ja, wir haben hier einen ersten Zugang zu einem Bunker, aber in dem werden wir jetzt nicht reinkommen, weil er verschüttet ist. Wobei, ja doch, er ist verschüttet, aber hier wird es reingehen. Man kann es kaum noch erkennen, weil das Gelände hier so zerpflügt ist, aber mit einem geübten Auge funktioniert das schon. Und hier unten ist auch das nächste irgendwie. Ich werde mal hier kurz gucken auf dem. Du hast ihn schon. Okay, Melanie hat schon was gefunden. Wir gucken eben trotzdem noch mal kurz hier unten hin. Also es ist schon wieder mega spannend, was wir jetzt hier zutage fördern. Hier sieht man nämlich überall, wenn man hier mal guckt, Beton. Das ist zum Teil einfach nur übererdet, weil Hügel sind im Wald schon immer sehr auffällig. Auch hier eine Linie, also eine Betonplatte, und hier geht's auch rein. Jo. Da können wir es erkennen, hier ist ein Loch, geht so halb oval hier rein, auch auf der Seite. Wir haben also auch hier einen Bunker. Und wenn ihr das jetzt hier mal verfolgt, hier an der Seite zieht sich nämlich auch ein Schützengraben. Die geht dann hier an der Seite weiter. Da hinten ist Melanie, die wahrscheinlich jetzt einen Bunker gefunden hat, den wir uns jetzt angucken können. Hier soll es nämlich noch ein paar richtig schöne Aufschriften geben. Und das ist auf jeden Fall richtig interessant, das nochmal zu dokumentieren, bis das gleiche irgendwann passiert, ne? Und das alles mit Erde überdeckt wird und ja, man das leider einfach nicht mehr finden wird. Ja, Melanie hat hier den ersten größeren Bunker gefunden, den wir vielleicht noch irgendwie betreten können. Und zwar nennt er sich Schreibstube. Wir müssen gucken, ob das der ist. Zumindest sieht man jetzt hier keine Aufschriften. Aber wir können hier auf jeden Fall mal eben reinleuchten. Ich glaube, hier kommt man auch nicht weit rein. Wobei... doch, ein bisschen kann man hier was sehen. Da ist es schon zum Teil verschüttet, weil auch hier eine Sprengung höchstwahrscheinlich stattgefunden hat. Ja, Melanie, seht ihr jetzt? Kommt da hinten her, durch den Schützengraben hier wieder. Wir sind jetzt immer noch auf der Suche nach dem Bunker Schreibstube. Und ich habe jetzt hier eine Wand durchblitzen sehen hier oben.
Die gucke ich mir aber zusammen mit Melanie an. Vielleicht haben wir Glück und es ist die Schreibstube. Vorwärts geht's. Wir kämpfen uns jetzt noch durch das Unterholz hier. Ja, Melanie sagt, das ist die Schreibstube. Ja, es ist die Schreibstube. Mega. Ja, dann gehen wir mal runter. Wow. Krass. Vor allem wie groß, ne? Ja, hier oben könnt ihr das Eiserne Kreuz erkennen. 1914. Dann den Schriftzug Schreibstube. Und dann, ich glaube, könnte was mit dem Bataillon zu tun haben. Ich kann es nicht ganz genau identifizieren. Hier steht 30. Oder es ist die Jahreszahl, wann das erstellt wurde. Kann auch sein. Das ist ein Riesenportal hier. Also das haben wir noch nie beim Bunker gesehen. Ja, hier wäre der Eingang mit Efeu überwachsen. Ja. Und hier wäre man in dem Bunker. Ob der wirklich dann Schreibstubenaufgaben hatte, also dass man jetzt hier irgendwie Sachen permanent notiert hat, Befehle, irgendwelche Informationen aufgenommen hat, dokumentiert hat, hier den Verlauf in dem Gefecht oder an der Kampflinie. Das ist uns jetzt nicht ganz klar. Das könnte man aber noch mal recherchieren. Aber ja, es ist trotzdem groß. Vor allem mit dem Eingangsportal ist mal was komplett anderes. Ja, das Gute an unseren Toren ist halt, dass man das wirklich nochmal dokumentiert, weil man sieht halt wirklich dann trotzdem den Verfall. Man sieht da war wahrscheinlich ein Wappen dran, so wie die Form aussieht. Da kann man es noch ein bisschen erkennen, ob das jetzt Wappen von dem Regiment, von dem Bataillon war, was jetzt hier stationiert war, das weiß man nicht, ne? Auch das Eiserne Kreuz oben hat schon ein bisschen was eingebüßt. Vermutlich, weil hier dann doch auch eine kleine Sprengung oder was stattgefunden hat. Und irgendwann ist das halt alles kaputt. Ja, wir sind jetzt ein bisschen weitergegangen. Also der ganze Wald hier ist von Schützengräben durchzogen. Und immer wieder stößt man auch auf Betonreste. Und hier haben wir jetzt wieder einen richtig großen Bunker. Man erkennt hier schon unten drin die Schießscharte. Hier vorne ist ja halt komplett aufgebrochen. Und wird jetzt hier an der Seite so abgeschrägt. Also wir haben jetzt hier wirklich Stellungen aus dem Ersten Weltkrieg. Das sind jetzt keine Regelbauten irgendwie, wie man sie jetzt aus dem Zweiten Weltkrieg von den Deutschen kennt. Gut, hier ist schon auf den ersten Blick einiges an Unrat reingeschmissen wurde. Aber eine interessante Bauweise. Man sieht hier oben ja im Prinzip Naturstein. Und hier unten ja das eigentliche Fundament, wo auch hier diese sehr lange Schießscharte ist. Ja, das ist betoniert. So, hier geht's rein in, sind ein, zwei Kammern, aber ja, da geht's raus an der Seite. Das heißt, da ist wahrscheinlich mit einem Grabensystem verbunden gewesen. Und ja, man hat wahrscheinlich diese Steine hier oben angebracht, um das einfach natürlicher wirken zu lassen. Aber es ist wirklich eine interessante Bauweise. Ja, aber so wie das hier aussieht hier, könnte das wirklich für Artilleriebeobachtung mit gewesen sein. Weil diese sehr lange Schießscharte, wobei die ist, glaube ich, auch teilweise unterbrochen. Da fehlt halt nur der Beton, das ist schon weg. Ja, interessant, aber auch wieder sehr groß hier. Ja, der ganze Wald ist hier wirklich von Schützengräben durchsät. Hier oben lugt auch schon wieder irgendwas mit Beton hier heraus. Ich biege mal hier eben rein. Ja, man sieht ja hier, wie das befestigt wurde. Oh. Ah, guck mal, hier kann man das noch sehen. Hier ist das mal symbolisiert. Das ist ja interessant. Ja, cool, dass man das hier nochmal nachgebaut hat. Also ihr könnt hier sehen, man hat hier Hauptpfosten verwendet und hier, um das Erdreich abzuhalten, noch kleinere Baumstämme reingelegt. Und hat hier teilweise erhöhte Stände zum Schießen gehabt. Kommen die Soldaten hier hoch. Hier sind sogar noch alte Dosen.
Das ist ja... Ja. Hier geht es in diesen Hügel rein. Also wir gehen jetzt hier hoch und können jetzt hier rein theoretisch auf den Feind blicken, runterschießen und uns hier auch wieder zurückziehen in, ja, den Bunker. Das ist ja wirklich interessant. Gut, das ist jetzt hier scheinbar extra so gemacht, dass man noch mal eine Vorstellung hat, wie das ausgesehen hat. Das ist jetzt natürlich alles neu. Aber ja, sehr interessant. Wow. Wow, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und jetzt kommt man hier in den Festungsbereich. Das ist ja mega. Ich werde jetzt gleich nochmal eine andere Taschenlampe holen, weil die macht einfach nur so einen punktuellen Lichtkegel. Hier hat man auf jeden Fall eine Tür eingesetzt gehabt, der diesen Bereich gesperrt hat. Wir müssen gleich mal gucken, wo wir jetzt genau sind, weil es gibt auch noch einen Hospitalbunker. Das könnte das schon fast sein, wenn man sich das hier so anschaut. Okay, ich zücke erstmal meine Taschenlampe. So, wir sind jetzt gerade von da unten hochgekommen und ich bin jetzt erstmal rausgekommen, um hier erstmal zu gucken, wo wir uns jetzt befinden, und wir sind nicht am Hospitalbunker, sondern wir sind beim Grauer Bär. Das ist wirklich eine sehr interessante Anlage. Man sieht hier auch noch viele Intarsien und Schriftzüge. Hier zum Beispiel: erbaut 1915, 4. Kompanie Landwehr, Infanterieregiment 3 oder 3 sich. Da fehlt die 0. Die sieht man nur noch schemenhaft. Die ist ja, abgefallen oder abgeschlagen worden. Und da sieht man wieder das Eiserne Kreuz. Und dann gucken wir gleich nochmal unten rein. Das ist hier auch sehr interessant gebaut hier. Ich vermute mal, dass diese Bereiche hier auch in Schützengräben übergegangen sind. Wir haben auch vorne jetzt noch einen sehr interessanten Schriftzug gehabt. Den kann man aber nur noch zum Teil erkennen. Es wurde hier auch ein bisschen gesichert, das finde ich sehr vernünftig, damit man sich das Ganze hier nochmal anschauen kann und das erhalten ist. Also es gibt hier einen Schriftzug, den kann man so eigentlich kaum noch erkennen. Es ist aber gut gemacht, weil man hat hier das Ganze nochmal aufgeschrieben, was da eigentlich steht. Ich lese es mal eben kurz vor. Ich stehe für 1000 Jahre, sagt Ganzen, der das kennt. Die beste deutsche Ware aus Eisen und Zement. Lasst die Franzosen schießen mit Bomben und Schrapnell. Mich tut das nicht verdrießen, ich schüttel bloß das Fell. Ich wache, bis ich zerstaube des Gegners wilde Schar. Ich kann, oh, jetzt wird's kriminell, mal gucken. Ich kann mir das erlauben, ich stehe für 1000 Jahre. Das ist im Prinzip hier der Schriftzug, der hier eingemeißelt wurde. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich muss ja mal ein bisschen gucken, weil die Sonne heute sehr blendet. Also das ist schön, dass das hier nochmal dokumentiert wurde und ihr seht, wie groß das Ganze ist. Wir gehen jetzt nochmal unten rein. Ihr könnt hier auch erkennen, es ist wirklich wieder durchflügt. Ich müsste nochmal schauen, ob hier viele Kampfhandlungen waren, aber höchstwahrscheinlich ja, weil viele Sachen sahen auch wieder aus wie Granattrichter. Deshalb vermute ich mal, dass hier einiges passiert ist. Ja, also wir bewegen uns hier weiter durch die Schützengräben. Es ist wirklich gigantisch. Und auch hier sieht man schon wieder Stein und Beton. Und ich vermute mal, dass diese Bunker, die
so schön waren jetzt wie der Graue Bär und die Schreibstube, dass das irgendwelche Schlüsselpositionen gewesen sind. Hier sind wirklich sehr viele Bunker auf engstem Raum. Da sieht man ja schon wieder einfach so eine Wand. Hier geht's weiter. Und hier sind wir halt wieder mitten im Graben. Ihr seht es bei Melanie, ne? Wir laufen hier echt durch die Gräben. Das muss so verzweigt gewesen sein. Was sagst du? Hospital? Ah, na guck. Boah, es ist auch schon wieder so riesig. Wow. Das ist richtig krass. Wir gehen erstmal hier hoch. Sehr interessant. Erbaut 1916. Grauer Bär, da stand was von 1915. Das sieht hier aus, wie als ob es hier eigentlich in so eine Art Grabkammer geht. So richtig untypisch für einen Bunker, wie man sie sonst so kennt. Auch hier mit den Säulen, wie das da oben. Ja, klar, es ist ein Hospital, stimmt. Die Kranken hier durchschaffen. Ja, hast du irgendwie schon recht, ne? Hast du ein typischer Bunker? Ist es dann in dem Sinne nicht, ne? Es ist einfach ein Hospital direkt an der Front. Vielleicht waren hier Fenster drin. Könnte durchaus sein. Wow, hier geht's runter. Ist wieder so eine Unterführung. Ja. Dann werden wir uns das gleich mal von drin anschauen. Das ist schon wieder echt gigantisch hier. So. Jetzt sind wir hier in dem äußeren Gang oder Wall von dem Hospital. Ah, man sieht auch schon, die Wände sind so blau und oben so abgesetzt mit so einer, wie nennt man das nochmal? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall sieht das sehr schön aus. Hier ist es mal ein bisschen rötlich, orange. Und ach so, ganz oben hat man auch wieder das Eiserne Kreuz. Ja, ich denke mal, die Farben dienten auch einfach als psychologischen Effekt. Man hat hier, sieht man das hier oben, nochmal ein bisschen so abgesetzt. Ja, einfach so einen psychologischen Effekt, damit die Verwundeten sich ein bisschen, ja, wohlfühlen, sofern das möglich ist. Ja, es sind halt diverse Räume. Oh, Melanie hat hier noch einen alten Topf gefunden. Oh, der ist ja aber bestimmt aus der Zeit fast, oder? Könnte schon sein. Und hier ist so eine Art Waschbecken. Die haben sich schon mal ein bisschen verewigt. Aber Gott sei Dank kein Graffiti in dem Sinne. Das wäre wirklich sehr schade gewesen. Aber dann hat man hier noch Respekt soweit, das nicht zu machen. Ja, aber dann ist man hier schon durch, ne? Also doch schon relativ kleine Räume. Aber interessant. Ja, also viele haben hier wirklich nicht reingepasst. Vielleicht war es dann doch nur, sage ich mal, für einen bestimmten Bereich irgendwie gedacht oder Erstversorgung und dann mussten die auch schon wieder raus. Oder vielleicht war das auch Offizieren vorbehalten, das könnte auch sein. Das weiß man jetzt leider nicht. Ja, also jetzt hier in so einem Raum passten, wenn man das vernünftig gemacht hätte, ja eigentlich auch irgendwie nur 2 Betten rein, ich weiß nicht. Das ganze Gebiet ist wirklich massiv von Bunkern
durchpflügt. Auch hier sieht man, das ist jetzt da hinten auch zu Ende. Da brauche ich gar nicht weiter reinleuchten. Geht hier schräg runter. Hier ist noch eine alte Stange. Da hinten geht es weiter, hier ums Eck. Der ist hier aber auch schon zum größten Teil zugeschüttet. Komischerweise sind hier auch so sehr viele Granattrichter. Und ja, auch hier geht's wieder in die Dunkelheit. Aber auch schräg nach unten. Und da ist alles verfüllt. Da kommen wir also nicht weiter. Aber wirklich massiv, was hier alles zu finden ist. Also der ganze Wald hier, die haben sich ja sowas von eingegraben. Das ist wirklich massiv und das ist hier alles zerpflügt. Ich muss da nochmal genauer recherchieren. Das würde ich, wie gesagt, hier auch in das Video bringen, was hier im Einzelnen alles passiert ist. Weil die haben sich hier sowas von eingegraben auf diesem Höhenzug. Das ist nicht normal. Also das haben wir so auch nicht bei Verdon direkt jetzt gesehen. Das ist ja hier alles ein bisschen schon abseits. Auch hier dieser riesige Baum, der ist schon ewig hier. Da steht auch irgendwas drauf von, weiß ich nicht. Vielleicht hat es so eine Art Patenschaft da 2000, 2020. Das ist ein riesen Baum hier in extremem Umfang. Und wenn er hier reinguckt, das ist alles hügelig ohne Ende. Wahnsinn. Also Leute, ich sag's euch, das ganze Gelände ist hier wirklich von Bunkern durchzogen. Ich bin jetzt gerade hier reingegangen. Und dann sehen wir hier den nächsten. Krähenhütte steht da, glaube ich, drauf. Das ist echt Wahnsinn, was man hier alles findet. Also hier steht auch dran, Krähenhütte. Und auch hier oben steht das nochmal dran. Krähenhütte. Wow. Ja, okay, dann gucken wir hier nochmal eben rein. Also das ist hier Wahnsinn. Okay. Hier ist wie so eine Art kleine Kuppel. Auch hier dieses Geriffelte hier ist sehr interessant. Aber es scheint wirklich nur so ein kleiner Bunker zu sein. Hier sind irgendwelche Einkerbungen. Da konnte man wahrscheinlich irgendwas reinlegen. Auch noch eine kleine Tür. Also hier ist gar nicht so viel Erdreich drin. Man sieht das ja auch hier unten. Tja. Also was hier an Bunkern steht, das ist wirklich Wahnsinn. So, wir nähern uns jetzt den letzten wichtigen Bunker auf unserer Tour, den wir definitiv sehen wollten. Wow, und der ist auch schon wieder sehr groß. Der Westfalenblick. Was umgebaut durch 2. Bataillon 2. KB FS Artillerie Regiment. Ah, okay. Das sieht auch wieder komplett anders aus. Diese Eigenart hier, vielleicht stand ja hier auch so eine Art Mörser oder Kanone, weil das ist hier sehr, sehr komisch gemacht mit diesem Rondell. Ja, hier oben auch wie eine Art Abzug. Das ist wirklich sehr interessant. Hier ist ein Zugang, der ist abgedeckt, damit wahrscheinlich keiner reinfällt. Und hier ist noch ein Zugang. Also das ging hier wahrscheinlich auch wieder in so ein Grabensystem über. So, wir sind jetzt hier hinten durchgekommen.
Und es landen dann praktisch hier in so einem großen Raum. Ja, mit verschiedenen Nischen und hat hier auch irgendwie nochmal eine Art engen Ausguck. Aber man kann hier kaum rüber gucken, was es damit auf sich hat. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder rein. Oh. Aber das ist auch wieder eine ganz komische Bauart hier. Mit diesen verwinkelten Geschichten hier. Und jetzt geht man hier auch wieder nur einen dünnen, schmalen Gang. Okay. Ui, hier sind wieder ordentlich Mücken. Hier sind verschiedenste Nischen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, für was die jetzt alle im Einzelnen sind. Aber das ist echt wieder eine merkwürdige Bauweise. Dann kommt man hier auch wieder irgendwie raus. Das ist abgedeckt. Das hat man von oben gesehen. Und dann kommen wir hier wahrscheinlich jetzt aus dem zweiten Zugang raus. Ja. Ja, und dann sind wir im Prinzip durch schon mit diesem Bunker. Aber ja, sehr merkwürdige Bauweise. Aber klar, wenn das irgendwie was für die Artillerie sein soll. Man hat ja von hier aus einen sehr guten Überblick darunter ins Tal. Das ist schon sehr, sehr interessant. Ja, hier hinten geht es auch noch weiter. Es gibt, wie gesagt, noch unzählige Bunker hier, aber das sind, sage ich mal, die spektakulärsten, halt alleine mit der Inschrift. Ist das halt sehr, sehr interessant, aber gut. Es gibt hier noch mehr, wer weiß, die sind vielleicht noch alle zum Teil übererdet, das kann durchaus sein. Und werden erst mit der Zeit wieder ans Tageslicht befördert, wenn das überhaupt möglich ist. So, ja, mit dem Westfalenblick hier im Hintergrund noch. Da war es das jetzt im Prinzip mit diesem Video. Ja, es war wieder mega interessant und wie gesagt, ich muss jetzt hier noch ein bisschen recherchieren jetzt im Nachgang. Das werdet ihr dann alles in dem Video sehen, was hier im Einzelnen noch alles passiert ist und für was die Bunker jetzt auch nochmal standen. Aber wir wollten uns das definitiv vorab schon mal hier angucken. Das Gebiet, das ist wirklich Wahnsinn und kann man ohne weiteres mit Verdun in der Fläche hier auch vergleichen. Ja, diese Bunker waren mega interessant, sehr spektakulär im Vergleich jetzt zu Bauten aus dem Zweiten Weltkrieg, sehr individuell und ja, haben auch irgendwie noch so ein gewisses Flair. Also das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut!